Das allererste Mal flog ich von Düsseldorf über Frankfurt nach Usbekistan. Der Flug selber war sehr entspannt. Die Maschine war ausgebucht. Ich war überrascht. Und wir hatten eigentlich perfektes Flugwetter. Die Maskenpflicht war zu der Zeit noch aktuell. Und ich war sehr überrascht, wie groß die Nachfrage nach dem Flug nach Taschkent war. Der Flug von Frankfurt nach Taschkent dauert circa 6 Stunden. Und ich war gespannt auf Taschkent, da ich diese Stadt vorher noch nie gesehen oder von ihr irgendetwas gehört habe. Angekommen in Usbekistan wurde ich dann von dem sehr freundlichen Manager des Jagdreviers abgeholt und wir sind zunächst einmal in einem typisch usbekischen Restaurant essen gegangen. Nach dem gemeinsamen Abendessen ging es dann ins Hotel und von dort aus verschaffte ich mir erstmal einen Rundumblick über die Stadt und war wirklich beeindruckt über die Größe der Stadt Taschkent, der Hauptstadt von Usbekistan. Nach circa 3 Stunden Schlaf wurde ich dann vom Manager abgeholt. Der Dienstwagen wurde noch kurz gesäubert und dann ging es auch schon direkt ins Jagdrevier. Nach circa 1,5 Stunden kam ich dort an und konnte mir dann im Gästehaus ein schönes Zimmer aussuchen. Die Räumlichkeiten waren sehr modern eingerichtet und entsprechen dem europäischen Komfort. Hier der typisch moderne, aber usbekisch angehauchte Einrichtungsstil. Dann wurde ich zum Frühstück eingeladen, und zwar im Besprechungsraum, der für die Schüsseltreiben, aber auch für Meetings genutzt wird und den wir später auch nutzen sollten im Gespräch mit dem usbekischen Umweltminister. Beim ersten Frühstück wurde auch quasi der Tagesablauf besprochen mit dem Hunting Estate Manager und es ging darum, dass ich mir erstmal einen Überblick über das gesamte Jagdrevier beschaffen sollte. Hier seht ihr einmal den Besprechungs- und Essraum und ihr könnt euch vorstellen, in dieser wunderschönen Parkanlage bei gutem Wetter kann man es wirklich gut aushalten. Der Außenbereich als auch die gesamte Zeit über die Verpflegung war hervorragend. Die bereits vorhandenen Gästehäuser sind für die Jagdgäste, die derzeit in diesem Jagdrevier eingeladen werden, mehr als ausreichend. Dennoch werden weitere Gästehäuser inklusive Restaurants erbaut, um noch eine größere Kapazität an Jagdgästen aufnehmen zu können. Ich wurde dann den wichtigsten Mitarbeitern der Belegschaft vorgestellt, insbesondere den Jägern und Oberjägern. Und wir haben dann auf Usbekisch, Englisch versucht, die ersten Gedanken auszutauschen. Bei einem gemeinsamen Essen geht sowas natürlich deutlich besser. Hier Impressionen aus dem Jagdcamp. Die Küche Usbekistans ist sehr abwechslungsreich. Hauptbestandteil ist oft das Nationalgericht Plov. Im Kaminzimmer werden abends nochmal die Tätigkeiten und Pläne für den nächsten Tag besprochen. Ich musste mir zunächst einen ersten Eindruck über die jagdlichen Gegebenheiten machen. Welche jagdlichen Ansitzeinrichtungen gibt es? Wie wird das Schwarzwild bejagt? Wird das Raubwild bejagt? Wie sieht das Revier insgesamt aus? Welche Möglichkeiten der Verbesserung gibt es, beziehungsweise was ist schon sehr gut? Und dazu muss man sich natürlich Zeit nehmen.
Durch den geringen Jagddruck ist das Schwarzwild tagaktiv. Die Sauen lassen sich an den Kürrungen hervorragend beobachten und ansprechen. Im muslimisch geprägten Usbekistan werden die Sauen fast ausschließlich von ausländischen Jägern bejagt. Die Schilfflächen bieten einen hervorragenden Lebensraum für Schwarzwild, Fasan, Fuchs und Schakal. Der in den letzten Jahren sehr stark angestiegene Schwarzwildbestand soll auch auf Wunsch des Umweltministeriums wieder stark reduziert werden. Viele Bodenbrüter und auch Reptilien werden von den Sauen als Fraß aufgenommen und werden dadurch in ihrer Existenz stark bedroht. Meistens tauchen zu fortgeschrittener Stunde auch stärkere Keile auf. Die Bejagung des Schwarzwildes an den Kürrungen hat aber auch noch einen weiteren Grund. Das usbekische Jagdgesetz verbietet den Jägern den Besitz von Büchsen. Aus diesem Grunde werden die Sauen fast ausschließlich mit Posten auf 40 Meter bejagt. Für nicht-muslimische Gäste werden hin und wieder mal einzelne Frischlinge erlegt oder eben auch mal ein starker Keiler. Insgesamt bleibt der Jagddruck aber sehr gering. Zwischen den einzelnen Kürrungen liegen größere Strecken. Schilf ist als Lebensraum perfekt für Schwarzwild, Schakal, Fuchs, aber auch für den Fasan. Neben der Bejagung des Fasans gilt auch der Entenjagd ein ganz besonderes Augenmerk. Wir schauen hier auf einem der größeren Seen nach dem Entenbesatz und sind überrascht, in welcher Dichte hier vorüberziehende Enten auf diesem Gewässer sitzen, beziehungsweise später im Winter, wie viele Zugvögel aus Kasachstan und Russland sich auf diesen Seen aufhalten. Eine klassische Schilfhütte für die Entenjagd. Schilder auf Kyrillisch. Der Blick aus der Schilfhütte zur Bejagung der Ente. Mit dem Ruderboot geht es auf den See und von der Schilfhütte aus wird gejagt. Die Mitarbeiter haben natürlich unterschiedliche Revierfahrzeuge. Der einfache Arbeiter nimmt sein Motorrad, der etwas höhere Angestellte bekommt einen Dienstwagen. Mit diesem fahren wir ins Revier. Man erkennt, dass die Wegeverhältnisse insbesondere nach Regen sehr kompliziert sind, sodass trotz Allrad eine vorsichtige Fahrweise hier sehr zu empfehlen ist. Ein sehr wichtiges Element einer funktionierenden Gesellschaftsjagd ist eine gut funktionierende Treiberwehr. Ich habe deshalb die Mitarbeiter erstmal in der Unfallverhütung geschult und dann mit Warnwesten ausgestattet und die ersten Übungstreiben im Revier durchgeführt. Dabei wurden Strategien erklärt, wie man als Treiberlinie zu arbeiten hat, damit der Fasan auch vorne bei der Schützenlinie tatsächlich ankommt. Übungstreiben sind sehr wichtig, damit die Treiberlinie eine gewisse Koordination kennenlernt und weiß, worauf es bei der Fasanenjagd tatsächlich ankommt. Richtiges Gehen, aber auch richtiges Stehenbleiben und Bewegen innerhalb der Treiberlinie ist absolut notwendig, um dem Fasan den notwendigen Druck zu vermitteln.
Erfolgreiche Treiben im Herbst und zufriedene Treiber zeigen, dass diese Maßnahmen absolut richtig waren. Durch bewusstes Abflemmen der Getreidestoppel entstehen immer wieder großflächige Feldbrände, eine Gefahr auch für das Jagdrevier. Die sehr freundlichen Mitarbeiter haben uns regelmäßig in ihren Unterkünften zum Essen eingeladen. Jeden Tag wurden Übungstreiben durchgeführt. Ein neuartiges Raubwildbejagungskonzept mit 20 Kanzeln und Luderplätzen habe ich den Betreibern des Jagdreviers vorgestellt und der junge Berufsjäger hat dieses Konzept in die Tat umgesetzt. Die Luderplätze wurden direkt vom Fuchs und Schakal stark angenommen. Durch meine Empfehlung, Wildkameras aufzustellen, kamen Keiler in Anblick, die ansonsten unbekannt waren. Auch die Rabenvögel wurden intensiv bejagt. Eine tägliche Kontrolle der Luderplätze und der Kürrungen ist Pflichtprogramm. Mit der Zeit stellten sich die ersten Erfolge ein. Der sowieso schon sehr gute Fasanenbesatz nahm nach den kompletten Schwarzwild- und Raubwildmaßnahmen deutlich zu. Jungfasane auf allen Wegen, auf allen offenen Flächen und man hatte also den Eindruck, dass der Fasan wirklich deutlich von unseren jagdlichen und jägerischen Maßnahmen profitierte. Selbst der usbekische Umweltminister zeigte großes Interesse an diesem Jagd- und Hegekonzept und somit wurde in einem persönlichen Gespräch alles detailliert erklärt und das hatte zur Folge, dass das Umweltministerium Auszüge aus diesem Konzept mit in das usbekische Jagdgesetz aufgenommen hat. Meine jahrzehntelange Erfahrung in der Niederwildhege, insbesondere im Aufbau von Fasanenrevieren, aber auch Konzepte aus Großbritannien der englischen Gamekeeper waren die Grundlage für dieses Konzept in Usbekistan. Ich habe die Bildung von Auswilderungsvolieren empfohlen. In England nennt man diese Release Pen. Diese Release Pen sind circa 1 Hektar groß und bieten Platz für circa 1000 Jungfasane jährlich, die dann systematisch im Revier verwildern. Wichtig ist hier aber eine professionelle Betreuung. Ein nächtliches Schakalkonzert verkürzt ein wenig die Ansitzzeit. Um ein Gefühl für das Revier zu bekommen, reichen Revierfahrten mit dem Pkw nicht aus. Der tägliche Reviergang zu Fuß vermittelt Eindrücke, die man im Auto nicht mitbekommt. Das ist der typische Vertreter des Syrdarja-Fasans. Und immer wieder Übungstreiben. Nicht nur das Schwarzwild nimmt die Kürrung gerne an, nein, auch der Fasan ist hier zahlreich zu beobachten. Für viele Jäger stellt der Herbst die schönste Jahreszeit dar. Die etwas melancholische Atmosphäre, gepaart mit der Schönheit in der Natur, hat einen besonderen Reiz.
Die letzten Details für die anstehenden Gesellschaftsjagden werden jetzt noch besprochen und im Revier nochmal geschaut, ob man das eine oder andere, was geplant ist, auch tatsächlich so umsetzen möchte. Die Mitarbeiter fertigen ihre Flintenmunition aus Kostengründen selber. Die Revierfahrzeuge werden noch einmal kontrolliert. Auch die neu entstandene Wildkammer steht jetzt weitestgehend schon zur Verfügung. Und alle Mitarbeiter werden instruiert unter Anleitung des Obertreibers. Hier lautet das Motto: Schakal kann immer kommen. Auf meine Empfehlung sollen in Zukunft Retriever und Springer bzw. Cocker Spaniel als Jagdhunde im Revier eingesetzt werden. Regelmäßige Dienstgespräche mit der Verwaltung bei ihrem Hauptsitz in Taschkent machen Fahrten in die Großstadt notwendig. Der Vorteil ist, man hat auch die Möglichkeit, verschiedene Restaurants zu besuchen und sich dort die Stadt in Ruhe einmal anzuschauen. Sehr gut gefallen haben mir die kunstvollen Straßenbeleuchtungen in Taschkent. Wenn ich mich im Ausland befinde, möchte ich auch gerne etwas über die Kultur und auch über die Religion und über die Geschichte dieses Landes erfahren. Im Rahmen einer privaten Führung ließ ich mich über die Geschichte Usbekistan und über die Geschichte der Turkvölker informieren. Das war eine sehr interessante Führung, die historisch sehr weit zurückreichte. Eine zweistündige Führung durch das Museum ist ausreichend und hochinformativ. Wer sich in Taschkent einmal aufhält, sollte diese Gelegenheit für sich unbedingt nutzen. Aber auch die zahlreichen Märkte sind in Taschkent sehr interessant. Frisches Obst und Gemüse aus der Region werden hier zu kleinen Preisen angeboten, genauso wie Fleischprodukte, Messer und viele Waren des täglichen Bedarfs. Dazu gibt es viele Restaurants. Hier ist ein ganz spezielles, welches auf Wachteleier spezialisiert ist und in ganz Usbekistan einen sehr guten Ruf genießt. Selbstverständlich wird hier auch das Nationalgericht Plov angeboten. Super. The small one. Mhm. Neben der sehr guten traditionellen Küche Usbekistans gibt es auch viele hervorragende moderne Restaurants. Beispielsweise gibt es eine große koreanische Community in Taschkent, die ebenfalls hervorragende Restaurants betreiben. Das Stadtzentrum von Taschkent ist sehr modern. Große Einkaufsmalls, viele Restaurants, natürlich auch typischer Großstadtlärm, das bleibt nicht aus, sind hier vertreten. Man wird überrascht sein, wie modern und in welchem super sauberen Zustand sich die Stadt Taschkent präsentiert. Taschkent ist eine sehr dynamische Stadt. In vielen Stadtteilen wird gebaut und man erkennt die Umstrukturierung der alten Stadtelemente in ganz neue Stadtviertel, die sehr modern gestaltet werden. Alle Grünanlagen sind in einem hervorragenden Zustand.
Im modernen Stadtzentrum sieht man wie in jeder Großstadt alle möglichen Pkw-Marken und der Stau ist natürlich auch in Taschkent nicht unbekannt. Je weiter es allerdings in Richtung Land hinausgeht, desto mehr trifft man nur noch auf die Rückstände von alten sowjetischem Einfluss. Alte Pkw bis hin zum Eselkarren sind auf dem Land immer noch sehr häufig anzutreffen. Der Schneeleopard ist ein Wahrzeichen Usbekistans. Und so wollte ich es mir nicht nehmen lassen, den Zoo von Taschkent einmal persönlich zu besuchen. Leider war der Schneeleopard während meines Aufenthaltes nicht verfügbar, aber der Amurtiger war ein großartiger Ersatz. Eine riesige Katze, die leider durch Wilderei massiv zum Aussterben verurteilt ist. Ein kleiner Straßenflohmarkt in den Straßen von Taschkent. Baumaterial wird häufig in solch kleinen Geschäften angeboten. Meine zahlreichen Flüge von Düsseldorf nach Taschkent wurden nicht nur über Frankfurt, sondern auch über Istanbul ermöglicht. Ich habe mich nachher ausschließlich für den Flug Düsseldorf-Istanbul, Istanbul-Taschkent entschieden, weil die Zeiten für mich deutlich günstiger waren und der Flughafen in Istanbul aufgrund seiner modernen Einrichtung fantastische Pausengelegenheiten bietet. Mehrmals im Jahr flog ich nach Taschkent, natürlich auch im Winter. Und insbesondere im Winter ist Usbekistan sehr reizvoll. Das typisch kontinentale Klima in Usbekistan hat trockene, aber kalte Winter. So, dann zeige ich euch mal ein klein bisschen, wie es hier aussieht. Wirklich große Lauffläche, wo man dann so zwischen den verschiedenen Cafés zu den verschiedenen Gates kommt und alles picobello sauber. Also insofern wirklich eine super Anlage. Schauen wir uns mal die Tafel an. Da schauen wir mal 1925, da sehen wir Taschkent. Und da gibt es die Information, 17:55 Uhr wird mitgeteilt, auf welchem Gate es dann weitergeht. Auf meinen Blick hier rein, die Kinder, Duty Free, also wirklich eine Menge an sehr modernen und wirklich schönen, sauberen Anlagen, Räumlichkeiten, Geschäften. Wirklich cool. Macht Spaß hier die Zeit zwischen den Flügen zu verbringen. Dann sage ich mal bis später. Okay, auch den Bereich würde ich euch gerne zeigen. Das ist jetzt einmal hier die Rückseite vom Duty-Free-Bereich oder von einem Duty-Free-Bereich. Und da seht ihr dann hier quasi die entsprechend großen Werbetafeln und dann wirklich sehr angenehm im Lounge-Charakter hier die Sitzbereiche. Und also man kann nur sagen, der Flughafen, der ist wirklich super cool gemacht und deswegen sind die Flüge nach Usbekistan zum Beispiel absolut entspannt, weil man hier immer sehr gut Zwischenstopp macht. Ich habe auf anderen Flughäfen schon in Deutschland, wie Frankfurt zum Beispiel, Zwischenstopp gemacht, aber das kann man gar nicht vergleichen. Der Unterschied ist gigantisch. Das muss man sagen. Istanbul ist wirklich ein wunderschöner Flughafen. Und jetzt geht's zurück ins Studio. So, gerade in Taschkent gelandet. So ist das Wetter. Ein wenig sportlich, aber das macht nichts. Das sind wir ja gewohnt.
Jetzt folgt eine längere Fahrt von Taschkent in das Jagdrevier. Bei Schnee ist es in der Landschaft sehr schön, in der Stadt wie überall auf der Welt. Endlich im Revier angekommen, geht es mit der Mannschaft hinaus ins Revier. Der geländetaugliche Robur ist genau das richtige Fahrzeug bei diesen Wetterverhältnissen. Eine besondere Atmosphäre zeigt sich am Syrdarja-Fluss. Hier wirklich seltene Aufnahmen von Tausenden und Abertausenden von Enten, die bei einer Revierfahrt über das Gewässer vor uns aufstehen. Ein wirklich besonderer Anblick. Hast du sowas schon mal gesehen? Das wird viele Berufsjäger werden sowas in ihrem Leben nie sehen. Da waren wir gerade beschissen. Ich glaube, wir haben gesehen, weil nichts angeholt. Ja, ja. Also ich das mal da hinten, noch weiter hinten. Ich darf da hingehen. Auch an den täglich beschickten Schwarzwildkürungen herrscht reger Betrieb.
Um ihren Jagdgästen auch Möglichkeiten zum Trainieren zu geben oder um Waffen einzuschießen, haben die Jagdherren sich einen eigenen Schießstand bauen lassen. Selbstverständlich mangelt es auch hier nicht am Komfort. Es folgen nun Beispiele für erlegtes Wild im Jagdrevier Usbekistan. Für sensible Gemüter bitte jetzt abstellen. Schwarzwild, Fuchs, Schakal, Ente und Fasan sind hier die Hauptwildarten. Diese werden überwiegend von den Jagdherren oder in noch größerer Anzahl von ihren Jagdgästen erlegt. Hier 3 Schakale, alle am Luderplatz erlegt. Den Jagdherren wurde auf Anfrage gezeigt, wie man in Deutschland erlegtes Wild zur Strecke legt. Das fand sehr großen Anklang und man hat uns gebeten, dies weiterhin so fortzuführen. Sowohl Strecke legen als auch Brüche sind nun Bestandteil des jagdlichen Brauchtums in diesem Revier. Meine zweijährige Tätigkeit als jagdlicher Berater in Usbekistan ist nun zu Ende. Viele Dinge, die ich vorgeschlagen und empfohlen habe, wurden übernommen. Nicht alles hat funktioniert, da es auch Schwierigkeiten gibt bei der Umsetzung durch Mitarbeiter des Jagdreviers. Ständig wechselndes Personal kann natürlich auch ein Problem sein. Nichtsdestotrotz hat die Jagdverwaltung den Eindruck, dass die Maßnahmen, die eingeführt wurden, das Revier bereichern werden und zukünftig die gewünschten größeren Strecken garantieren können. Ich wünsche den Betreibern dieses Jagdreviers alles erdenklich Gute, weiterhin viel Weidmannsheil und hoffe, dass die Streckenergebnisse der letzten Jahre so beibehalten bzw. gesteigert werden können. In dem Sinne noch ein paar Impressionen von erlegtem Wild aus dem letzten Jahr.